Das Ankh ist sowohl wissenschaftlich als auch spirituell ein Symbol, das wir uns hier mal genauer ansehen wollen. Finden wir es heraus, warum es so wichtig ist. Allgemein wird das Ankh oder der Schlüssel des Lebens ist ein altägyptisches Hieroglyphensymbol, das am häufigsten in der Schrift und in der ägyptischen Kunst verwendet wurde, um das Wort für Leben darzustellen und damit auch als Symbol für das Leben selbst. Dieses Symbol war einer der beliebtesten und häufigsten dekorativen Motive im alten Ägypten und auch bei vielen benachbarten Kulturen. Ursprung dieses Symbols ist sehr umstritten und es gibt verschiedene Meinungen, was dieses Symbol symbolisiert und was die Inspiration für seine Form war. Einige haben sogar behauptet, dass es einen Sandalengürtel darstellt, obwohl diese Begründung keinen richtigen Sinn hat. Am meisten hat es eine Ähnlichkeit mit dem Isis-Knoten, auch Djedh genannt, einem Knotenamulett aus Ägypten, der eine abgewandelte Form des Anch-Zeichen ist, wobei die Seitenarme nach unten geklappt sind. Oft wird Ankh erklärt als Verbindung des weiblichen Symbols, also das Ovale steht für das weibliche Geschlechtsorgan und das männliche Symbol ist die phallische aufrechte Linie. Es gibt keine Beweise für diese Interpretation, aber viele meinen, dass diese Interpretation richtig ist. Die ersten Beispiele des Ankh-Symbols stammen aus ca. 30 Jahren vor Christus. Man weiß nicht, welches genau physische Objekt dieses Zeichen ursprünglich darstellte. Manche glauben, dass es sich um einen Knoten handelt, der aus einem Material wie Stoff geformt ist, weil frühere Versionen des Ankhs den unteren Teil als zwei separate Längen zeigten, die wie zwei Enden des Knotens aussehen. Die früheren Versionen von Ankh ähneln viel mit dem Symbol Djedh, der Schutz repräsentiert und als Amulett getragen wird. Deswegen meinen einige Forscher, dass die zwei Symbole den gleichen Ursprung haben und das Ankh auch als ein Amulett getragen worden ist. Manche Forscher behaupten, das Ankh hat eine sexuelle Bedeutung, und zwar nach deren Meinung zeigt es die männlichen und weiblichen Fortpflanzungsorgane, die in diesem Zeichen als eins verbunden sind. Es gibt auch eine Theorie, dass dieses Zeichen der Anatomie eines Stieres entspricht, weil noch einige Hieroglyphen auf Körperteilen von Tieren basieren. Diese Wissenschaftler vermuten, dass dieses Zeichen auf Teilen der Stieranatomie beruhen, durch die der Samen fließt, und Ankh steht für die Brustwirbel. Der Samen wird in Ägypten mit Macht und Herrschaft verbunden und sie glaubten, dass der Samen aus den Knochen kommt und da entsteht. In der Schrift der Ägypter, also Hieroglyphenschrift, wurde dieses Zeichen zur Darstellung von Leuten verwendet. Ankh wird oft mit den ägyptischen Symbolen Vase und Djedh in Verbindung gebracht, weil sie zusammen eine starke Verbindung bilden. Zusammen verkörpern sie Kraft, Erfolg und langes Leben. Das Vase-Zepter ist ein altägyptisches Symbol in Form eines Stabes, das am oberen Ende einen stilisierten Tierkopf hat und ist am unteren Ende gegabelt und besitzt einen geraden oder gewellten Schaft. Es ist ein Symbol der Macht, ein Glückszeichen und wird von den Göttern an den König überreicht. Djedh ist ein säulenartiges Symbol in ägyptischen Hieroglyphen, das für Stabilität steht. Man glaubt, dass dieses Symbol die Darstellung der Wirbelsäule von Ptah und Osiris darstellt, den Gott von Unterwelt und den Toten. Ich habe schon erwähnt, dass Ankh möglicherweise die Brustwirbel des Stieres repräsentiert und diese zwei Symbole, also Vase und Djedh, sollten auch Teile eines Stieres repräsentieren, und zwar Vase ist das getrocknete Geschlechtsorgan, Djedh ist das Kreuzbein und der Lendenwirbel. Am meisten finden wir das Ankh-Symbol an Bestattungsbildern, weil dieses Symbol mit Göttern und dem Leben nach dem Tod in Verbindung gebracht wird. Wir kennen die ägyptische Kultur vor allem wegen ihrer Gräbern und den Forschungen von den Pyramiden, die auch Gräber sind, so die Wissenschaft, aber wir wissen, dass es nicht so ist. Vielleicht machen wir uns nur deswegen die Verbindung von Ankh mit dem Leben und Sterben, was bei den Ägyptern das gleiche ist, weil sie ein ewiges Leben nach dem Sterben glauben, und verbinden es nicht mit etwas anderem, weil nicht vieles von den Ägyptern geblieben ist, außer die angeblichen Gräber. Wie uns das Bild zeigt, tragen die ägyptischen Götter, die am Urteil über die Toten beteiligt sind, den Ankh in der Hand, stellen ihn unter die Nase des Verstorbenen und somit verleihen sie ihm das ewige Leben. Das Ankh wird auch in rituellen Reinigungsszenen gezeigt, wo die Götter Wasser über den Kopf des Königs, Pharao
oder einen verstorbenen Bürger gießen, wobei das Wasser durch Ketten von Ahnks und Waas-Symbolen, die Macht und Herrschaft, dargestellt wird. Damit wird die enge Verbindung der Pharaonen mit den Göttern betont, in deren Namen sie herrschten und zu denen sie nach ihrem Tod zurückkehrten. Es gibt auch Gräber, wo Pharaonenstatuen in beiden Händen Ankh tragen. Das zur allgemeinen Darstellung und nun schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Das Ankh wurde im alten Kemet aus vielen Gründen verwendet, einer davon war, Elektrizität zu leiten. Das ist richtig, Elektrizität wurde tausende von Jahren vor Christus entdeckt und das Ankh war das Werkzeug, das sie verwendeten. Das Vaas-Zepter im Bild oben links repräsentiert die Kraft, die durch das Ankh floss, und man kann auch sehen, wie sie durch die Mitte des Ankhs im Bild oben fließt. Der Djed auf der rechten Seite des Bildes wurde verwendet, um die Spannung zu erhöhen, und das Ankh selbst wurde verwendet, um den Stromfluss zu unterstützen. Frage: Was ist die Djed-Säule? Die Djed-Säule ist ein Symbol aus der alten afrikanischen Kultur, das für Konzepte steht, die mit Stabilität zu tun haben und auch für Spannung. Frage: Was ist das Ankh? Das Ankh ist ein Symbol aus der alten afrikanischen Kultur, das für Konzepte steht, die mit Leben oder dem Fluss von Strom zu tun haben. Frage: Was ist das Vaas-Zepter? Das Vaas-Zepter ist ein Symbol aus der alten afrikanischen Kultur, das Konzepte im Zusammenhang mit Macht darstellt. Das Ankh ist die ultimative spirituelle Trägerwelle der Energie, die von den alten Kemiten geschaffen wurde. Wir sehen hier auf dem Bild Ptah, das das Ankh mit den Djed und dem Vaas-Zepter hält. Es wird gesagt, dass dieses Instrument oder Gottespartikel benutzt wurde, um den Körper zu heilen und Leben zu bringen. Wenn der Elektromagnet, der in dem Buch Ptah-Technologie beschriebene Elektromagnet durch die Verbindung von Djed, Ankh und Vaas konstruiert wird, erhitzt er sich, wenn sich die Elektronen durch die Solenoidspule des Ankh bewegen. Es besteht also eine direkte Beziehung zwischen der Bewegung von Elektronen oder Elektrizität und dem Fluss von Wärme oder Thermodynamik. Diese Beziehung wird noch durch die Tatsache verstärkt, dass die altafrikanische Gottheit der Technologie und des Ingenieurswesens namens Ptah, der die Symbole Djed, Ankh und Vaas in seinem Stab hält, mit einer Göttin namens Sekhmet geheiratet gewesen sein soll, die mit der Kraft der Wärme oder Thermodynamik in Verbindung steht. Das Ohmsche Gesetz ist die mathematische Beziehung zwischen elektrischem Strom, Widerstand und Spannung. Das Prinzip ist nach dem deutschen Wissenschaftler Georg Simon Ohm benannt. Die Biogeometrie ist die Energiewissenschaft der Ankh, die dazu diente, mit unseren inneren Organen zu kommunizieren und Informationen in unserem inneren elektrischen System zu assimilieren. Es heißt, dass die alten Kemiten das Ankh auch zur telepathischen Kommunikation über das Kopfchakra nutzen. Dies wurde durch die Öffnung des dritten Auges erleichtert, das unsere Zirbeldrüse ist. Jakob öffnete sein drittes Auge, als er Gott in Genesis 32 gegenüberstand. Man beachte, dass die Sonne über ihn aufging, was dazu diente, seine Zirbeldrüse des dritten Auges verband, und der Ort wird Peinel genannt, was uns sagt, wo seine Begegnung mit Gott stattfand. In Moses 32, 30-31 steht Folgendes: Jakob nannte den Ort Peniel und sagte: Weil ich Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen habe, ist mein Leben verschont geblieben. Die Sonne ging über ihn auf, als er an Peniel vorbeikam, und er hinkte wegen seiner Hüfte. In diesem Vers wird deutlich, dass Jakob in die Sonne schaute. Sonne schauen oder Sonne essen. Tausende von Jahren von dem alten Kemet, indem sie jeden Tag zu bestimmten Zeiten für kurze Zeit in die Sonne starren, während sie mit der universellen Energiekraft versorgt, die alles Leben antreibt. Mit anderen Worten, das Essen der Sonne soll den Zellen im ganzen Körper buchstäblich Energie zuführen. Sun Gazing kann dazu beitragen, die Schlafqualität dramatisch zu verbessern, das Energieniveau zu steigern, die Sehkraft zu verbessern, die endokrine Gesundheit zu fördern und was vielleicht am interessantesten ist, die Zirbeldrüse zu entkalken. Öffnung des dritten Auges. Stelle dir die Frage, warum sagt man dir, schau nicht in die Sonne oder nehme eine Sonnenbrille,
Oder wofür die Sonnencreme? Wovor will man dich schützen? Oder eher gesagt, dass du es nicht tust? Was ist nun die Verbindung zu der Jakobsleiter und der Antenne des Tempels? Menschlicher Körper. Antike Denkmäler und Tempel scheinen so konzipiert worden zu sein, dass sie kosmische und irdische Kräfte nutzbar machen. Sie funktionierten wie ein Sende- und Empfangsgerät. Zitat: Alles, was ist, wogt in Resonanz mit den Schwingungen von Leon Starkweather. Die kosmischen Energien des Himmels werden manchmal über eine antennenartige, konische Struktur, zum Beispiel eine Turmspitze in Gebäude oder megalithische Strukturen auf der Erde geleitet. Bei alten religiösen architektonischen Gebäuden wie Stupas oder Pagoden ist der Mast, Yasti, Horin die konische Struktur, die als Antenne des Gebäudes fungiert. Der Mast Yasti, der Stupa, der die kosmische Achse repräsentiert, funktioniert wie eine Antenne, die die Äther-Himmelsenergie vom Himmel auf die Erde leitet. Der Himmel wird durch die Chatras Umbrella dargestellt, die sich auf dem Mast befinden. Der Schlussstein der Struktur, der den Mast des Stupas oder der Axialmundi des Gebäudes ist wie die Wirbelsäule des Tempelkörpers. Die Pagoden des Fernen Ostens, die sich aus dem Stupa entwickelt haben, haben oft eine zentrale Säule, Shimbashira, in der Mitte der Struktur. Diese Säulen sind wie die Wirbelsäule des menschlichen Körpers in der Lage, sich zu biegen, um die auf das Gebäude wirkenden natürlichen Kräfte wie starker Wind oder Erdbeben abzufangen. Die Biegung der Wirbelsäule der Pagode geht auf das Wissen zurück, das aus dem Indien in den fernen Osten kam, und in Indien übernahm es von den Ägyptern, Aryern, Skythen, Israeliten. Das Rückgrat der Pagode und die Pagode selbst bewegen sich in einer sehr schlangenartigen Weise, was auf die Anwesenheit der Daniten unter den Begründern dieses architektonischen Stils hindeuten. Wie erwähnt, der Schlussstein der Struktur, der den Mast, der Stupa oder die Achse des Gebäudes darstellt, ist wie das Rückgrat des Tempels. Hinzu kommt, diese Wirbelsäule hilft auch, die Energien durch den Körper, Tempel zu leiten. Die Wirbelsäule leitet also Energien, Chakren, Frequenzen, Elektrizität durch den Körper. So wie Jakob die Engel vom Himmelstor auf- und absteigen sah, sendet auch die Jakobsleiter, symbolisch für das menschliche Rückgrat, Boten, Botschaften, elektrische Impulse vom Himmelstor, der Gab, dritte Auge, Zirbeldrüse zur Erde zum menschlichen Körper. Die Jakobsleiter ist die Wirbelsäule der Erde und der menschliche Körper der israelitischen und nichtjüdischen Nachfolger Christi, die ihre Gefäße dem Einfluss des Geistes des allerhöchsten Gottes, Ich Bin, ausliefern. Nach der Heiligen Schrift wohnt Gott nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind, sondern seine Kirche ist der menschliche Körper eben jener Israeliten und Heiden, die ihren Willen dem Seinen unterwerfen. Und Christus ist der Eckstein des Tempels. Bei den heidnischen Tempeln und den Körpern derer, die ihren Willen den Antichristen unterwerfen, ist der Schlussstein, Eckstein oder das Rückgrat ihres Gebäudes das Rückgrat des Gottes, Ptah Osiris. Das ägyptische Djedh hat eine ähnliche Form und Funktion wie moderne Hochspannungsisolatoren. Das Rückenmark leitet und isoliert elektrische Signale vom Gehirn zum Körper in der gleichen Weise, wie es das Djedh und Hochspannungsisolatoren tun. Das Djedh kanalisiert die Energie von Osiris, Nimrod, Orion in das Gebäude. Tatsächlich kanalisiert das Djedh nicht nur die Energie vom Osiris, Nimrod, Orion in das Gebäude, sondern das Gebäude selbst ist auch wie Osiris geformt. Die Form des Gebäudes, der Antenne, trägt dazu bei, die Übertragung von Energie auf einer bestimmten Frequenz zu erleichtern, damit sie nicht mit anderen verwechselt wird. Aus diesem Grund müssen die Abmessungen des Gebäudes präzise sein und der kleine Tempel auf der Erde muss exakt eine Kopie eines größeren Tempels im Himmel sein, damit die fraktale Schwingung der Energie erfolgreich stattfinden kann. Das Djedh ist geformt wie der Körper von Osiris, damit er seine Energie leicht aufnehmen kann. Das Albumcover von Jay-Z scheint dem Djedh abzubilden, was darauf hindeutet, dass er in die freimaurerische Geheimnisse der Gedankenkontrolle eingeweiht ist. Vielleicht hat Jay-Z den Djedh aber auch nur benutzt, um zu zeigen, dass er die Macht des Gottes kanalisiert hat und zum leibhaftigen Osiris geworden ist. Der Osiris-Forme Djedh ähnelt in Form und Funktion dem Stupa des Buddhas. Die Augen von Osiris auf dem Djedh werden von den Hammeka mit Buddhas Augen auf dem Stupa reflektiert.
Die Energien bestimmter Himmelskörper, die in den Tempel von Osiris, Baal geleitet werden, transformieren effektiv den Geist und den Körper der Personen, die der Energie ausgesetzt sind. Die Form des Gebäudes, in diesem Beispiel ein Stupa oder ein Gab, vergrößert diese Energie innerhalb der Tempelkammern und beschleunigt den Prozess der Erleuchtung. Diese Erleuchtung kann als Vereinigung von Geist und Körper des Menschen, des menschlichen physischen Tempels, mit dem Geist und Körper des Geistes, Gottes, Energie des Tempels definiert werden. Diese Tempel werden in der Regel an bestimmten Orten gebaut, die auf bestimmte Energien ausgerichtet sind, die den Prozess der Transformation und Erleuchtung unterstützen. Eine lange Einwirkung der Energie, die von den Ausrichtungen ausgeht, hat physische Auswirkungen auf den Körper, insbesondere zu Zeiten der höchsten Energie. Die höchsten Energieströme treten zu den Sommer- und Wintersonnenwenden sowie am Mai-Feiertag auf, sowie die Ausrichtungen St. Michel oder St. Mary. Noch intensiver werden die Energieniveaus bei hoher Sonnenfleckenaktivität, die mit den Sonnenzyklen zusammenfällt, sowie bei den Ausrichtungen des Mondes und der inneren Planeten. Zufällig oder gewollt werden einige Menschen aufgrund ihrer Nähe zu den Ausrichtungen stärker von ihren Energien beeinflusst. Vielleicht war dies in ferner Vergangenheit für spirituelle Führer wie druidische Priester geplant, Schlüsselereignisse ihres Lebens wie Empfängnis, Geburt und spirituelle Einweihung fanden an strategischen Orten entlang der Ausrichtungen statt, wie zum Beispiel der Avonbury zu den Zeiten höchster Energieaktivität. Bei ihnen sind die Körperzellen einem Höchstmaß an Energie ausgesetzt. Die Flüssigkristallstruktur von Milliarden von Zellen in ihren Körpern schwingt mit der von der Verwerfungslinien ausgehenden Energie. Die Energie aus der Erde steigt entlang der Kundalini-Spirale durch den Körper auf und beeinflusst die Chakrapunkte. Die offensichtlichste Veränderung ist die Entwicklung der Zirbeldrüse. Spiritualisten nennen dies die Entwicklung ihres Stirnchakras oder drittes Auge. Diese Menschen sind oft starke Hellseher. Hinduistische und buddhistische Stupas sind Gebäude, die den Körper in bestimmten himmlischen und irdischen Energien tauchen, um Geist und Körper zu transformieren. Diese Transformation geschieht durch die Entwicklung des Stirnchakras, Gab oder des dritten Auges. Die Tempelstrukturen von Borobudur in Indonesien sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Tempel, das heißt Stupas, entworfen und genutzt werden, um Adepten und Eingeweihten des Hinduismus, Buddhismus die Erleuchtung zu ermöglichen. Das Licht, das durch die diamantförmigen Öffnungen des Stupas dringt, scheint ein Hinweis auf die Varia, Diamant, Donner zu sein, der das Individuum mit dem Wissen Luzifers erleuchtet, der wie ein Blitz auf die Erde zurückging. Wie ein Blitz sucht sich die Energie den schnellsten und einfachsten Weg zur Erde und kann durch den menschlichen Geist Körper geleitet werden, um Veränderungen auf der Erde zu bewirken. Das Verschwecken mit dem Wasser der Reinigung bezieht sich auf das Wasser von Binah, der weiblichen Kraft, die sich in den Wassern der Schöpfung widerspiegelt. Im Praktus-Ritual wird die Symbolik des Stolistes, des Kelches des Wassers, besprochen. Der Kelch des Stolistes hat zum Teil einen Anteil an der Symbolik des Waschbeckens des Moses und des Salomonischen Meeres. Auf dem Baum des Lebens umfasst er den 9 der Sepirot, mit der Ausnahme von Keter. Jesod und Malkut bilden das Dreieck darunter, ersterer die Spitze, letzterer die Basis. Wie der Caduceus steht er außerdem für die 3 Elemente Wasser, Luft und Feuer. Die Sichel ist das Wasser, das sich über dem Firmament befindet, und das Dreieck das verzehrende Feuer darunter, das dem himmlischen Feuer, das durch den oberen Teil des Caduceus symbolisiert wird, entgegengesetzt ist. Das ursprüngliche Waschbecken des Mose, und du sollst ein kupfernes Waschbecken machen und seinen Sockel aus Kupfer, war eines der Details der Stifthütte, die Moses auf dem Berg Sinai offenbart wurde. Es wurde aus den eingeschmolzenen Kupferspiegeln der rechtschaffenden Frauen Israels hergestellt. Es wird im Tempel von den Priestern benutzt, um sich zu reinigen, bevor sie das Heiligtum betreten. Der Kelch des Stolistes enthält Lustralwasser. Das Wort lustral kommt aus dem Lateinischen lustratio und bedeutet Reinigung.
Nikola Tesla und viele andere Wissenschaftler, Physiker betrachten das Bewusstsein als einen Prozess der Resonanz mit dem Körper. Der Körper fungiert als Antenne oder Transceiver. Der Amanda-Tempel kanalisiert den Himmel in den Tempel. Der Grundriss des Tempels entspricht der Form des Mandalas, das er kanalisiert. Der Mast, die Antenne des Stupas, kanalisiert toroidal gestapelte Plasmaenergie in den Gab, Eminent Place Dome Chamber des Tempels. Das Bild zeigt einen Surin. Ein Surin, japanische Bezeichnung für den Mast einer Pagode, ist die Bezeichnung für eine neunkernige Spitze einer Pagode, von der man glaubt, dass sie alles Licht und alle positiven Geister sammelt. Hier zu sehen Plasmaentladungen, Z-Pinches, Toroide und Toroidstapel, Petroglyphen aus Europa und Amerika. Zeigt dies, wie die Linien des D-Jets von einer Plasmaentladung und den Toroiden inspiriert worden sein könnten? Die D-Jet-ähnliche Königskammer der Pyramide von Gizeh und ein Marx-Generator, der zum Testen von Hochspannungsstromübertragungskomponenten an der TU Dresden, Deutschland verwendet wird. Dies ist ein Marx-Generator, der in der Lage ist, Funken im zweistelligen Millionenvolt-Bereich zu erzeugen. Er ahmt Blitze nach. Die Stupa sind wie eine Tesla-Harp-Antennenfeld angeordnet. Der Eiffelturm in Paris, Frankreich. Genau wie die Stupa-Antennen diente die konische Kopfbedeckung dazu, Energie in den Geist zu leiten, um das dritte Auge zu aktivieren und den Körper zu vitalisieren. Beachten Sie die konzentrische, rekursive, fraktale Form der Kopfbedeckung im Vergleich zu den Stupa-Masten-Antennen. Gaoyort, die 9 Spitzen oder Türme. Das geometrische Design repräsentiert die 9 heiligen Gipfel des Mount Meru und enthält 9 Symbolbilder des Buddhas auf der Pyramide des Mount Yungdrung mit 9 Swastikas. Der Yasti-Mast, Surin, die Antenne des Tempels oder der Stupa, von dem der angenommen wird, dass er, sie, alles Licht und alle Geister sammelt, kann diese Energie auf andere Gebäude in der Umgebung übertragen. Die Gebetsfahnen des Stupas, die mit den Antennenmast des Tempels verbunden sind, werden an anderen Gebäuden und Häusern in der Umgebung des Tempels angebracht. Die Gebetsfahnen übertragen die himmlische Energie, die durch die Axis Mundi kanalisiert wird, und verteilen sie an alle mit dem Hauptgebäude verbundenen Orte. Selbst wenn du dich selbst aufteilst und ein Chakra verteilst, solange ihr auch nur ein wenig davon dort behaltet, ohne es zu löschen. Wenn der ursprüngliche Körper wieder Chakra einspeist, um die Kontrolle wiederzuerlangen, beginnen all die einzelnen Chakrastücke zu schwingen und verbinden sich miteinander. Gebetsfahnen tragen die kosmische Energie des Chakras vom Tempel im Zentrum zu allen Gebäuden und Häusern in der Peripherie. Sie alle können auf dieselben Frequenzen mitschwingen, wenn sie auf diese Weise verbunden sind. Die konische Krone kanalisiert die Energie der Energiefrequenz von Nimrod, Osiris, Baal, Buddha und der Träger wird zum Verkörperung zum Tempel des Gottes. Das Wissen, wie man sich mit einem Gott einer Energie vereint, resoniert, war ein gehütetes Geheimnis und fügt vielleicht einen weiteren Aspekt zur Idee des göttlichen Rechts der Herrschaft hinzu. In der hinduistischen, buddhistischen Praxis des Vastu Shastra glaubt man, dass der Tempel nicht nur symbolisch für das Haus der Gottheit auf Erden steht, sondern die Gottheit selbst ist. Der menschliche Körper ist ein Tempel.
Wenn man ihn also dann mit bestimmten Insignien schmückt, verändert sich die Form, Empfindung der Antenne und des Tempelskörpers. Dadurch kann der Körper durch Schwingungen eine bestimmte Energiefrequenz kanalisieren und den menschlichen Körper, Tempel, in die Gottheit verwandeln. Dies ist eine Möglichkeit, wie Gott Könige mit göttlichem Recht oder göttlichem Ritus regierten, denn bestimmte Menschen besaßen das göttliche Wissen, die Mysterien der Metaphysik und okkulte Riten. Die Israeliten, wie auch die Ägypter und später die Phönizier, Skythen, führten diese spirituelle Wissenschaft tatsächlich in der ganzen Welt ein. Die konische Krone ist einer von vielen Beweisen, die diese Tatsache belegen. Ein heiliges Bauwerk wie ein Tempel soll nicht nur das Haus Gottes sein, sondern der eigentliche Körper Gottes. Das Gebäude ist heilig, weil es die Gottheit direkt ist. Entwirft ein Gebäude, in dem du das Universum im Inneren mit dem Universum im Äußeren in Einklang bringst, wissend, dass du das Ganze im Inneren ist und du kontrollierst die Kräfte des Universums innerhalb dieses Gebäudes. Jeder, der sich in diesen bestimmten Energien gefüllten Tempeln aufhält, steht unter dem Einfluss dieser Energien. Diese Energien können verschiedene Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben. Doch die häufigsten Auswirkungen ist die Öffnung des dritten Auges für dämonische Kräfte. Diese dämonischen Kräfte können von dem menschlichen Körper Besitz ergreifen und einer Person, mit der sie sich verbunden haben, spirituelle Kräfte verleihen. Hindu, Siddhas, Intelligenz, Magie. Denn es sind Geister von Teufeln, die Wunder tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zu versammeln zum Kampf an jenem großen Tag des allmächtigen Gottes. Offenbarung 16,14. So wie die Tempel des Ostens dazu dienten, himmlische Energien zu kanalisieren, um die Erleuchtung, Nirvana, Bodhi und die spirituelle Gemeinschaft, Vereinigung mit Baal zu erleichtern, so waren die westlichen Tempel dazu bestimmt, dasselbe zu tun. Ein bestimmter Tempel in Westeuropa, die Rosslyn Chapel, wurde die Resonanzkammer mit den höheren Frequenzen ausgestattet. Diese Frequenzen, die man sich als das visuelle Spektrum oder des östlichen Chakrasystems vorstellen kann, sind über eine musikalische Oktave verteilt, die in die 12 6 Fuß hohen Stufen der Kapelle eingebaut ist, die sich über eine Länge von 72 Fuß erstreckt. Vielleicht ist die Länge des Innenraums von 270 Fuß, die mit dem Kundalini-Chakrasystem assoziiert wird, auch mit dem Shemham-Porash verbunden. Die Shemham-Porash sind mit der Kabbalah verbunden und bestehen aus den Namen von 72 engelhaften dämonischen Kräften. Es hat den Anschein, dass die 12 Stufen des Rosslyn Chapel entlang der 72 Fuß hohen Innenbodens die Entwicklung eines Individuums durch das Rad der 12 Tierkreise und die 72 engelhaften dämonischen Kräfte unter der Autorität der 12 Tierkreis, Kosmokratoren, von denen im Testament Salomons und den Epheser 6,12 die Rede ist, anzeigen würde. Die Kapelle ähnelt einem riesigen Schlüsselbrett, das von niedrigen zu hohen Frequenzen oder vom Basis zum Kronchakra spielt. Abschließend sollte verstanden werden, dass die Erde der eminente Ort der gesamten Schöpfung ist und der Mensch, der aus der Erde selbst geschaffen wurde. Genesis 2,7. Der Mikrokosmos dieser eminenten Schöpfung ist, der Mensch ist nach dem Bilde Elohims geschaffen. Der menschliche Körper ist ein Tempel. Und der heiligste Ort des menschlichen Tempels ist die Zirbeldrüse im Inneren des Gehirns. Auch hier ist der menschliche Körper ein Mikrokosmos der Erde. Die heiligste Stätte der Erde ist Jerusalem in Israel. Und das ist der Ort, den der Allerhöchste für sein einziges jemals erbautes Haus gewählt hat, den Tempel Salomos. Im Inneren des Tempels befand sich am heiligsten Ort die Bundeslade, der Thron Gottes. Wir haben jedoch entdeckt, dass der Tempel einschließlich des menschlichen Körpers auch als Transceiver fungieren, die Energie senden und empfangen können. Ein Transceiver ist eine Art Antenne und wie eine Antenne kann er sich auf viele verschiedene Frequenzen des Wellenlängenspektrums einstellen. Jede Frequenz erzeugt eine andere Form von Energie, die von den Tempeln empfangen werden kann, die je nach Frequenz ihre eigenen besonderen Wirkungen haben.
Diese Energie wird von den Tempel der Antennen in den heiligsten Ort des Tempels geleitet, der Thron eines Gottes oder im Falle des menschlichen Körpers der Geist ist. An diesem Ort tritt die göttliche Energie Einfluss in den physischen Bereich ein. Die Energie des menschlichen Tempels dringt durch den Verstand ein und der Verstand steuert den Körper, indem er die Botschaften, elektrische Nervenimpulse über das Rückenmark, die Wirbelsäule sendet. Im Vergleich zum irdischen Tempel ist es das Himmelstor, das durch die Energie vom Himmel auf die Erde gelangt, die Axis Mundi direkt über Jerusalem, Berg Zion, und durch Gottes Boten, die Engel, steigt die Energie die Jakobsleiter hinunter in den Körper, der Tempel von Jerusalem ist. Wir wissen auch, dass es sich bei diesem Tempel um die Israeliten und nicht die jüdischen Völker handelt, die in dem Leib Jerusalem eingetropft sind, diejenigen, die seufzen und schreien angesichts der Gräuel, die auf der Erde gesehen. Es gibt jedoch noch viele andere Tempel auf der Erde, die nicht mit der Frequenz des allerhöchsten Gottes übereinstimmen. Tempel, die zur Verehrung alternativer Götter errichtet wurden, gibt es auf der ganzen Welt in Hülle und Fülle. Tatsächlich sind alle Tempel auf der Welt zur Verehrung alternativer Götter errichtet worden, denn der Schöpfergott, der Gott der hebräischen Israeliten, sagt, dass er nicht in den Tempel wohnt, die von Menschenhand gemacht sind. Diese Tempel werden benutzt, um den Geist der Mensch mit anderen Göttern zu verbinden. Diese Tempel sind oft auf bestimmte Himmelskörper ausgerichtet, um diese Energien auf den Thron des Geistes zu lenken. Der Geist kontrolliert den Körper, und wenn der böse Geister im Throne des geistigen Auges der Zirbeldrüse sitzen, wird der Körper beeinflusst, den Willen dieses bösen Geistes zu tun. Infolge dieses Verständnisses müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir durch unser Sehen in unserem Geist eindringen lassen. Die Augen sind die Fenster zur Seele und die Bilder und Erfahrungen, die wir von unseren Augen, unseren Körpern, die Antenne bringen, werden unsere Geist die Energie beeinflussen. Die Heilige Bibel sagt uns, dass schlechte Gesellschaft den guten Charakter verdirbt, denn die Energie und die Informationen, mit denen wir uns umgeben, beeinflussen direkt unsere eigene Energie und verändern unsere Gedanken und Handlungen. Der Fürst und die Macht, Herrscher der Lüfte. Epheser 2, 2-3. Der Fürst der Lüfte kann seinen Namen auf raffinierte Weise benutzen, um sie indirekt zu beeinflussen. Der Fürst der Luft ist gleich Baal, ist gleich Herr der Luft, ist gleich der frische Fürst von Bel, in Klammern Baal, Luft. Nicki Minaj als Aschera, Ishtar, Lust, Telema sitzt auf dem Thron des Verstandes mit Engel des Todes als ihre bedeckende Cherubim. Wir müssen alle sehr vorsichtig sein, mit wem wir uns verbinden und welche Gedanken wir in unserem Geist eindringen und ihn beherrschen lassen. Zieht ab die Einbildung und alles, was sich über die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmt gefangen alle Gedanken unter den Gehorsam Christi. Korinther 10,5. Denn das Thema ist für jeden, der nach Erkenntnis strebt, von wesentlicher Bedeutung. Und dazu gehört auch das Lob der höchsten Tugend. Ich meine natürlich das vernünftige Urteil. Wenn es also offensichtlich ist, dass die Vernunft die Gefühle beherrscht, die der Selbstbeherrschung im Wege stehen, nämlich die Völlerei und die Wollust, so ist es auch klar, dass sie die Gefühle beherrscht, die der Gerechtigkeit im Wege stehen, wie die Bosheit, und die Gefühle, die dem Mut im Wege stehen, nämlich Zorn, Furcht und Schmerz. Makkabäer 1, 2-4. Als Gott den Menschen schuf, pflanzte er ihm Gefühle und Neigungen ein, aber gleichzeitig setzte er den Verstand unter die Sinne als heilige Statthalter über sie alle. 2, 21-22. Makkabäer. Das bedeutende Auge des Hügels. In diesem Teil werden wir die Bedeutung des hebräischen Wortes Gab untersuchen. Gab, das es einen Berg oder Hügel bezeichnet, steht für einen herausragenden Ort. Diese Gabs wurden in Form von Hügeln oder Erd- und Steinhaufen errichtet und dienten als hohe Kultstätten. Wir werden feststellen, dass diese Gabhügel die Konzentration von Energie ermöglichen, um das irdische Wesen mit dem himmlischen Licht, Verständniswesen zu vereinen. Da diese Hügel als Tempel oder Hochplätze auf der Erde fungieren und wir verstehen,
dass Adam, die Menschheit, aus der Erde geformt wurde, können wir auch feststellen, dass ein Grabhügel oder ein bedeutender Hochplatz auf dem Tempel des menschlichen Körpers gefunden werden kann. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Korinther 3,16. Dieser Grab, heiliger Ort am menschlichen Körper erfüllt dieselbe Funktion wie der Grab der irdischen Tempel und ermöglicht es dem Menschen, mit dem himmlischen geistigen Bereich zu kommunizieren, sei es mit der Schlange oder mit dem Christus. Nachdem wir verstanden haben, dass der Körper ein Tempel ist und dass der Tempel des Körpers und seine 7 Siegel auf die gleiche Weise funktionieren wie die Stiftshütte, der Tempel Solomos und seine heiligen Gegenstände, 7 Stück an der Zahl, können wir den Grab, den eminenten Ort, besser verstehen. Von den vielen Dingen, die wir aus diesen ausgezeichneten Lektionen der Brüder Yedia Melek zusammengestellt haben, lernen sollten, ist der Bereich, auf den ich mich konzentrieren möchte, da er sich auf das Grab, den herausragenden Ort bezieht, das Verständnis des dritten Auges. Yedias Lektion zeigte die Verbindung zwischen dem berüchtigten dritten Auge und der Bundeslade auf. Die Bundeslade ist der Thron des Allerhöchsten, ich bin, in der Hütte Tempel. Die Bundeslade, die den Thron des allerhöchsten Gottes darstellt, befindet sich im heiligsten Teil der Stiftshütte des Tempels. Dies entspricht dem heiligsten Teil des menschlichen Körpers des Tempels, der sich im Inneren des Gehirns befindet, die Zirbeldrüse. Und die Herrlichkeit des Herrn blieb auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage, und am 7. Tag rief er Mose aus der Wolke. Wir stellen fest, dass die Zirbeldrüse, die auch als drittes Auge bezeichnet wird, ein geistiger Thron ist, auf dem der Mensch wählen kann, ob er dem wahren Gott der Herrschaft über seinen Verstand überlässt oder ob er sich entscheidet, die Autorität einem oder mehreren falschen Göttern zu geben. Als Gott den Mensch schuf, pflanzte er ihm Gefühle und Neigungen ein, aber gleichzeitig setzte er den Verstand unter die Sinne als heiligen Statthalter über sie alle. Makkabäer 2,21-22. Und lasst euren Verstand auf das Gute gerichtet sein, so wie ihr mich kennt, wenn mein Verstand richtig hat, der sieht alle Dinge richtig. Testament von Benjamin. Erlöse mich von den Händen der bösen Geister, die die Gedanken der Menschenherzen beherrschen, und lass sie mir nicht von dir, meinem Gott, abbringen. Jubiläen 12,20. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn du nur dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib voll Licht sein. Ist aber dein Auge böse, so wird dein ganzer Leib voll Finsternis sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis? Matthäus 6,22-23. Erlöse mich von den Händen der bösen Geister, die die Gedanken der Menschenherzen beherrschen, und lass mich nicht von dir, mein Gott, abbringen. Jubiläen 12,20. Daran wird deutlich, dass auf dem Thron des geistigen Auges entweder Licht oder Dunkelheit sitzen kann. Folglich gibt es 2 Wege der Meditation, um das Tor des geistigen Auges zu öffnen. Dem rechtschaffenden Meditationsweg der 7 Siegel des heiligen Tabernakels steht der böse und bekanntere Weg gegenüber, der mit den 7 Chakrentoren der Kundalini Schlangengeist verbunden ist. Beachten Sie, dass diese Energie des Kundalini-Geistes aus dem Mund der Schlange direkt in das dritte Auge der ersten 3 stehenden Figur fließt, während die anderen Energien von den Sternen erhalten. Es ist ganz klar, dass jemand, der nicht in geistiger Verbindung mit dem Allerhöchsten steht, was bedeutet, dass er sein geistiges Auge, drittes Auge, geöffnet und seinen Geist mit ihm geteilt hat, die Gedanken Christi nicht kennen kann und daher bei der Manifestation des Reiches des Allerhöchsten Gottes, ich bin, auf Erden nicht von Nutzen sein kann. Dasselbe gilt natürlich auch für Satan und sein Reich, wenn Geist eines Menschen auf die Gedanken Geist des Antichristen ausgerichtet ist. Hierzu: Errette mich aus den Händen der bösen Geister, die die Gedanken der Menschenherzen beherrschen, und lass mich nicht von dir, meinem Gott, abbringen. Jubiläen 12,20. Es ist ganz klar, dass jemand, der nicht in geistiger Verbindung mit dem Allerhöchsten steht, was bedeutet, dass er sein geistiges Auge, drittes Auge, geöffnet und seinen Geist mit ihm geteilt hat,
die Gedanken Christi nicht kennen kann und daher bei der Manifestation des Reiches des allerhöchsten Gottes Ich Bin auf Erden nicht von Nutzen sein kann. Dasselbe gilt natürlich auch für Satan und sein Reich, wenn Geist eines Menschen auf die Gedanken Geist des Antichristen ausgerichtet ist. Hierzu: Errette mich aus den Händen der bösen Geister, die die Gedanken der Menschenherzen beherrschen, und lass mich nicht von dir, meinem Gott, abbringen. Jubiläen 12,20. Man muss sich in geistiger Gemeinschaft mit Satan befinden oder einfach nur nicht in Gemeinschaft mit dem Geist des Allerhöchsten, um unter dem Einfluss oder der geistigen Autorität Satans zu stehen und daher geeignet zu sein, sein Reich auf Erden zu errichten. Wiederum wurden und werden Tempel und heilige heidnische Städte auf der Erde errichtet, um die Ausrichtung des menschlichen drittes Auge auf das des Satans, des Antichristen, zu erleichtern. Nach einer Analyse der Form und Funktion dieser heiligen Tempel und hochheiligen Stätten, die überall auf dieser Welt zu finden sind, wird der Grund für ihre kreisförmige Hügelform deutlicher. Die Israeliten, sowohl als wahre Anhänger des höchsten Gottes als auch als Heiden, hatten die Angewohnheit, Hügelstrukturen zu errichten, die als Denkmäler, Kultstätten oder sogar als Begräbnisstätten dienten. Diese Hügel sind unter vielen Namen bekannt, werden aber im Allgemeinen als Tumuli bezeichnet. Hügelgräber werden auch als Grabhügel, Steingräber, Kurgane oder Stupa bezeichnet und sie sind in vielen Teilen der Welt zu finden. Diese Art von Steindenkmälern gibt es nicht nur in Großbritannien, sondern in ganz Europa, Zentralasien und im Nahen Osten, wo sie die Routen markieren, die die Hebräer und die Sethiter auf ihren verschiedenen Wanderungen über die Erde nahmen. Es war eine frühe orientalische Sitte, Steinkreise zum Zwecke der Anbetung zu errichten, und das galt auch für die Israeliten selbst. Es ist nun hinreichend erwiesen, dass die heiligen Hügel der Heiden Nachahmungen des paradiesischen Berges waren und auf seine Wiederherstellung anspielten. Und da die Bewohner in den flachen und niedrigen Ländern keine Gelegenheit hatten, solche erhöhten Orte zu wählen, fühlten sie den Mangel durch die Errichtung von Hügeln, Grabhügeln oder kolossalen Bauwerken aus. Dies war zweifellos der Ursprung des Turms von Babel, der Pyramiden von Memphis, der Pagoden von Hindustan und der pyramidenförmigen Tempel von Buddha und Mexiko. Überall wurden sie zu Stätten der Götzenanbetung und profaner Riten. Daher wurden den Israeliten, als die Kananen Besitz nahmen, befohlen, ihre Haine abzuhauen, ihre Altäre zu zerstören und ihre Haine mit Feuer zu verbrennen. Diese Befehle wurden teilweise befolgt. Doch obwohl den Hebräern verboten wurde, an einem anderen Ort zu opfern als dem, den der Herr erwählen sollte, nachdem sie das Land besetzt hatten, wurde der strenge Buchstabe des Gesetzes nicht befolgt, und solange Jehova alleine angebetet wurde, scheint diese Praxis nicht getadelt worden zu sein, zumindest nicht vor dem Bau des Tempels. Aber nachdem dieses Heiligtum eingeweiht worden war und fast die gesamte anderswo ausgeübte Anbetung durch Götzendienst verdorben war, wurde die Anbetung auf diesen Höhen verboten und die öffentliche Unterlassung dieses Brauchs wurde zu einem gewissen Prüfstein für die Anbeter Jehovas, während die Beibehaltung dieses Brauchs zumindest auf eine Neigung zum Götzendienst hindeutete. Die Verehrung und die heiligen Riten, die ungehorsamen Hebräer auf ihren Höhen feierten, beweisen eindeutig, dass sie aus einer verdorbenen Tradition der primitiven Wahrheit hervorgegangen sind, die mit der Verehrung der Naturkräfte und der Heldengötter verbunden war. Diese Höhen werden von den Propheten als Gärten verteufelt. Jesaja 66,17. In der Nähe der westlichen Stadtgrenze des heutigen Jerusalem in Israel wurden 19 Grabhügel dokumentiert. Obwohl sie bereits in den 1870er Jahren von frühen Landvermessern entdeckt wurden, war der erste offiziell dokumentierte Grabhügel der Grabhügel Nummer 2 im Jahr 1923 von William Foxwell Albright und der jüngste Grabhügel Nummer 4 wurde 1983 von Gabriel Bakai ausgegraben. Da während der israelitischen Monarchie 21 Könige in Jerusalem regierten, von David bis Zedekia, der vom chaldischen König Nebukadnezar erobert und gedemütigt wurde, liegt die Vermutung nahe, dass diese Grabhügel als Orte für Trauer- und Ehrenzeremonien dienten, nachdem sie bereits in den königlichen Gräbern, wahrscheinlich im Herzen der Stadt, wo sie ständig bewacht werden konnten, beigesetzt worden waren.
Gabriel Bacay verbreitete die Theorie, nachdem er die Grabhügel bei Salamis auf Zypern untersucht hatte. Ein anderer Name für diese von den Israeliten errichteten Höhen war Bamar. Diese Hochplätze wurden gebaut, um einen Hügel oder Berg darzustellen. Diese hohen Plätze ermöglichten es den Menschen, den himmlischen Wesen, die sie im Himmel verehren wollten, näher zu kommen. Da der Berg oder Hügel hochgelegen war, je höher, desto besser. Paramount Picture, das Logo zeigt den Berg Sinai und die 22 Arkana, Sterne, Stellarkult. Auf dem Sinai erholte sich die Antonius-Kult nach ihrer Vertreibung aus Ägypten. Para ist das Wort, das jenseits bedeutet. Paramount bedeutet jenseits des Berges und ist ein symbolischer Hinweis auf unsere Zeit, die Zeit jenseits oder nach der Zeit des Sinai. Das Symbol oben ist auch ein kryptischer Hinweis auf die großen Pyramiden von Gizeh, kann auch mit dem Berg Hermon verglichen werden. Im Henoch 6, 1-6. Zu diesem Hügelberg gehörten oft auch ein Hain oder Garten auf dem Gipfel, in dem man mit dem, den Gott, kommunizieren konnte. Die Grabhügel, die die ungehorsamen, götzendienerischen Israeliten errichteten, wurden auch bedeutende Orte genannt. Dass die Priester sich nicht mehr trauten, im Altar zu dienen, sondern den Tempel verachteten und die Opfer vernachlässigten und sich beeilten, auf dem Übungsplatz an der ungesetzlichen Verabreichungen teilzunehmen, nachdem sie das Spiel der Diskusse sie herausgerufen hatte. Makkabäer 4,14. Eine konvexe Fläche, Rücken. Erdhügel für unerlaubte Anbetung. Buckel, konvexer Vorsprung des Schildes. Stirn, Augenbraue. Die herausragende Stelle und ihre Form, ein Hügel, tragen dazu bei, die Energie, auf die sie ausgerichtet ist, zu verstärken. Wenn ein Objekt, das weiter vom Auge entfernt ist, ein kleineres Bild auf der Netzhaut erzeugt, was dazu führt, dass weniger Informationen an das Gehirn gesendet werden, ist eine Vergrößerung notwendig, um die Größe und die an das Gehirn übermittelnde Information zu erhöhen. Für so weit entfernte Objekte wie die Sterne, die Engel des Himmels, ist ein Gab-Hochplatz ein ideales Gebäude, um sich sehr weit entfernten Objekten zu nähern. Die Form des Gabshügels ahmt die Funktion der menschlichen Hornhaut und die Linse nach, die das Vorhandensein himmlischer Objekte, Wesen vergrößert und in den Fokus bringt. Und Jakob zog aus der Beersheba und ging nach Haran. Er suchte einen Ort auf und blieb dort die ganze Nacht, weil die Sonne untergegangen war. Und er nahm von den Steinen des Ortes und legte sie zu seinem Kissen und legte sich an diesem Ort nieder, um zu schlafen. Er träumte, und siehe, eine Leiter war aufgerichtet auf der Erde, und ihre Spitze reichte bis zum Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen auf ihr auf und nieder. Und siehe, der Herr stand darüber und sprach: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams, deines Vaters, und der Gott Isaak. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deine Nachkommen geben, und deine Nachkommen sollen sein wie der Staub der Erde, und du sollst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten, und nach Norden und Süden. Und in dir, in deinen Nachkommen, sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten in allen Orten, wohin du gehst, und ich will dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich dir gesagt habe. Und Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sprach: Der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie furchtbar ist diese Stätte! Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies ist die Pforte des Himmels. Genesis 28, 10, 17. Der Ort, an dem Jakob sein Haupt auf seinen Stein legte, Christus, der Fels und der Vater, das Haupt Christi, ist derselbe Ort, an dem der Tempel in der Zukunft gebaut werden würde. Und wie die Schrift sagt, dies ist nichts anderes als das Haus Gottes. Jakob legte sein Haupt im Bereich des Himmelstors nieder, was wiederum der zukünftige Ort des Tempels war. Der Tempel, der sich im Tor des Himmels befindet, ist der Ort, auf den das Auge des Allerhöchsten gerichtet ist. Wir wissen dies, weil es in der Schrift heißt, dass Israel der Augapfel des Allerhöchsten war, und nachdem sie ihn entzürnt hatten, entfernte er sie aus seinem Blickfeld.
Sein Blick, Auge, ist auf sein heiliges Land gerichtet, von dem in 1. Mose 28, 11, 17 die Rede ist. Nachdem wir also verstanden haben, dass diese Gabhügel heilige Orte sind, die wie ein Auge funktionieren, das spirituelle Energien und Visionen bündelt, können wir verstehen, dass der Allerhöchste, als er Israel aus seinem Blickfeld entfernte, die Israeliten aus dem heiligen Ort entfernte und sie aus seinem Haus und aus seinem Tor in die Welt vertrieb. Aus der Lektion über die Stifthütte und den Tempel des Leibes wissen wir, dass die Pforte das Heilige vom Profanen trennt und dass der Allerhöchste die Israeliten aus seinem Haus und aus seiner Pforte hinauswarf, so wie der menschliche Körper die Abfälle aus seiner Pforte in die Gewässer hinauswirft, die die Völker, Nationen und Sprachen der Welt darstellen, in der Offenbarung 17,15. Die Entfernung Israels aus dem heiligen Land ist ein Symbol dafür, dass der Allerhöchste den Splitter aus seinem Auge entfernt hat. Die Bibel sagt, dass er sie aus seinem Blickfeld vertrieben hat, und sein Blick ist auf sein heiliges Land gerichtet, den herausragenden Ort der ganzen Erde. Das heilige Land ist der herausragende Ort auf der ganzen Erde und die Erde ist das Zentrum und der Mittelpunkt der gesamten Schöpfung, des Universums. Da die Erde ein Gab ist, hat sie auch die Form eines Hügels. Und die erste Stimme, die ich hörte, war eine Posaune, die mit mir redete und sprach: Komm herauf, ich will dir zeigen, was nachher sein soll. Und alsbald war ich im Geiste, und siehe, ein Thron war am Himmel aufgestellt, und einer saß auf dem Thron. Offenbarung 4, 1-2. Im Inneren der Erde, dem Zentrum und herausragendem Ort, an dem der Blick der Allerhöchsten ruht, dem heiligen Land Israel, Jerusalem, der Berg Zion, ist der Brennpunkt der Sicht des Herrn und auch der Ort der Jakobsleiter, Himmelstor. An diesem Ort wurde das einzige Haus errichtet, das der Herr jemals für ihn bauen ließ, der Tempel Solomos. Der Tempel war eine dauerhafte Version der Wohnstätte, um die herum die Israeliten in einer Kreuzformation lagerten. Wegen der bösen Taten, die die Israeliten im Heiligen Land begangen hatten, vertrieb der Herr sie aus seinem Blickfeld und zerstreute sie in alle 4 Ecken der Erde. Der Zoom zeigt das Meer des Chaos, das den Zustand vor der Entstehung des Universums symbolisiert. Eine göttliche Säule, die das Bindeglied zwischen dem Himmel und der Erde ist im Zentrum der Welt dargestellt. Der Vers, der sich um die Spirale windet, ist die göttliche Ordnung aus Exodus 25,8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Ihre Sünde vor dem Allerhöchsten kann als eine Unreinheit im Auge betrachtet werden, die die Sicht wie ein Katarakt trübt. Seit die Israeliten aus dem Heiligen Land vertrieben wurden, durften die Nichtjuden das Land und den heiligen Tempel bei vielen Gelegenheiten betreten und verunreinigen. Tatsächlich gelang es den Heiden, dem Gab, dem herausragenden Ort des Allerhöchsten, den Himmelstor, eine Krone aufzusetzen, indem sie den Felsendom auf dem ursprünglichen Standort des heiligen Tempels in Jerusalem errichteten. Dies scheint ein Versuch gewesen zu sein, die Verbindung zwischen den Allerhöchsten und seinem Volk zu unterbrechen. Das in seinen Augen der Apfel seines Auges ist. Es scheint auch das Bestreben gewesen zu sein, die Energie des Gebietes auf Satan umzulenken, damit er auf dem Thron der Gemeinde sitzt, so wie der Allerhöchste auf dem Thron der Bundeslade, die heiligen Tempel und den Tempel des Leibes, dem menschlichen Leib und dem Leib der Nachfolger Gottes mit Christus als Haupt des Leibes und dem Haupt des Menschen sitzt. Auch hier scheint der Felsendom ein Versuch zu sein, das Himmelstor zu blockieren und die Energie auf Satan umzulenken, damit er auf dem Thron des Mittelpunkts der gesamten Schöpfung sitzen kann. Und du sprichst, woher weiß Gott, kann er durch die dunklen Wolken richten? Hiob 22,13. Dies ist eine Versiegelungstechnik, die auf dem Funjutsu des Uzumaki-Clans basiert. Die Versiegelungsformel wird verwendet, um ein beliebiges Ziel in einem menschlichen Körper oder einem Gegenstand zu versiegeln und wird hauptsächlich verwendet, wenn ein riesiger Feind oder ein böser Geist versiegelt werden soll. Um sie anzuwenden zu können, muss der Anwender über große Fähigkeiten verfügen. Wenn 2 4-Symbole-Siegel zusammen verwendet werden, bilden sie den 8-Diagrammen-Siegel-Stil, 4 Symbole-Siegel. So wurde die Kundalani, Schlangenanbetung des alten Babylon und Ägypten von den Israeliten gewählt, die beschlossen, die Erleuchtung Luzifers zu nutzen, um das fehlende Licht der Wahrheit zu ersetzen, das vom Allerhöchsten entfernt wurde.
Die Tempel außerhalb des Tempels des Allerhöchsten sind allesamt dem Baalim geweihte Tempel, die alle auf das geistige Auge anderer Götter und Göttinnen ausgerichtet sind. Diese Tempel stellen eigentlich die Körper der Gottheiten selbst dar. Wir wissen, dass diese Tempel auf böse Mächte ausgerichtet sind, und da der Tempel Gab eminent Ort geformt ist und wie ein Auge funktioniert, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass diese Tempel auf den Fokus des bösen Auges ausgerichtet sind. Das Auge ist das Licht des Körpers. Wenn dein Auge einfältig ist, wird dein ganzer Körper voller Licht sein. Ist aber dein Auge böse, so wird dein ganzer Leib voller Finsternis sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis? Matthäus 6, 22, 23. Das Auge des Hügels als Antenne. Durch bestimmte mathematische und architektonische Verfahren können Bauwerke auf der Erde so gestaltet werden, dass sie mit bestimmten Energien in Resonanz treten. Viele antike Denkmäler und Tempel wurden so entworfen, dass sie wie Antennen wirken. Der Gab-Hügel Stupa fungiert als Linse und fokussiert die ätherische Energie, das Licht, das vom Himmel zur Erde durch die Yasti, Mast, Achse, Antenne herabsteigt. Das Gab macht den Kreis quadratisch und vergrößert die Energie des Kreises. Der Stupa-Mast und die Schirm fungieren als Antenne, um göttliche Energien von oben und die Anbetung von unten zu kanalisieren. Wie der Mast und die Spitze des Tempels als Sende- und Empfangsgerät funktionieren, haben wir ja am Anfang erklärt. Tempel und ihre Antennen. Wenn der Stupa wie ein Augapfel ist, dann ist der Mast, die Antenne, ein Symbol für den Weg des Lichts, der Energie, von der Iris zur Netzhaut. Die Iris, der Stupa, wäre die quadratische Kammer, Hamika, die das Licht, die Energie in die Netzhaut projiziert, die die Kuppel wäre. Die Netzhaut des Auges ist der Ort, an dem das visuelle Bild, die visuelle Energie gebildet wird. Diese Quadratur des Kompasses oder die Übertragung himmlischer Gedanken in den Verstand irdischer Wesen kann mit dem hebräischen Wort Ishon bezeichnet werden. Hier ein Beispiel. Und er erzieht ihn, weil er sein Erstgeborener ist, und er lässt ihn nicht im Stich, indem er ihm das Licht seiner Liebe gibt. Darum sind alle ihre Werke wie die Sonne vor ihm, und seine Augen sind stets auf ihrem Wege gerichtet. Sirach 17, 18, 19. Oder halte meine Gebote, so wirst du leben, und mein Gesetz ist wie ein Apfel deines Auges. Apfel, Ishon, Pupille des Auges, Mitte des Auges, mitten in der Nacht, das ist die tiefste Schwärze. Die Ishon oder die Pupille des Auges oder der kleine Mann. Gehen wir zunächst auf den Aspekt des kleinen Mannes des Auges in der Definition von Ishon ein. Der kleine Mann des Auges bezieht sich auf die Vorstellung, dass eine geistige Herrschaft auf dem Thron des Tempels des Körpers sitzen kann, die Zirbeldrüse, des dritten Auge. Das Licht, Informationen, Bilder vom himmlischen Wesen, Elektronik oder Technologie, Produkte des Engelswissens, erleuchtet das Auge des Geistes, das den Körper kontrolliert. Der einzelne Mensch hat die Möglichkeit, durch seinen freien Willen zu wählen, wem er erlaubt, auf dem Thron seines Geistes zu herrschen. Worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, wird zum König auf dem deinen Thron. Trotz der Tatsache, dass der allerhöchste Gott, ich bin, der Einzige ist, der würdig ist, auf dem Thron des Verstandes zu sitzen, wie in Jesaja 37,16 geschrieben, und dass sein Sohn, der Messias, die einzige Tür ist, durch die wir Einlass in den heiligen Tempel des thronenden Gottes suchen können, gibt es noch andere Wege, das dritte Auge zu öffnen. Ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall eingeht, sondern auf einen anderen Weg hinaufsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Alle, die von mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe horten sie nicht. Dieb kommt nicht, sondern um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Im Johannes 10, 9, 1, 8 und 10. Und nun werden die Riesen, die aus den Geistern und dem Fleisch hervorgegangen sind, böse Geister auf der Erde genannt werden. Und auf der Erde wird ihre Wohnung sein. Böse Geister sind aus ihren Leibern hervorgegangen. Und böse Geister sollen sie genannt werden. Und die Geister der Riesen plagen, bedrängen, verderben, greifen an, streiten und wirken Verderben auf Erden.
und verursachen Unruhe. Sie nehmen keine Nahrung zu sich, aber hungern und dürsten und verursachen Ärgernisse. Und diese Geister werden sich gegen die Menschenkinder und gegen die Frauen erheben, weil sie von ihnen ausgegangen sind. Henoch 15, 8 bis 9 und 11. Diese alternativen Wege zur Öffnung des dritten Auges, zum Beispiel Kundalini durch Yoga, Meditation, Drogen, Sex, Musiktöne und Schwingungen usw., sind nach den biblischen Aufzeichnungen ungesetzlich. Diese verschiedenen alternativen Methoden zur Öffnung des dritten Auges erfolgen nur, indem das geistige Auge mit den spirituellen Energien, Licht in Kontakt gebracht wird, die dem Menschen Informationen bringen, um seinen Geist und Körper zu manipulieren. Der Verstand kontrolliert offensichtlich den Körper, und sobald dem kleinen Mann des Auges Autorität verliehen wird und er auf dem Thron sitzt, kann diese spirituelle Kraft den Tempel des Körpers steuern. Dies wird als geistige Besessenheit bezeichnet. Sei nicht neugierig auf Unnötiges, denn es ist in dir mehr gezeigt worden, als die Menschen verstehen. Denn viele werden durch ihre eigenen eitle Meinungen verführt und ein böser Verdacht hat ihr Urteilsvermögen umgestürzt. Sirach 3, 23-24 zum Beispiel. Oder: Lasst euch von niemandem um euren Lohn bringen in einer freiwilligen Demut und Anbetung der Engel, indem er sich in Dingen einmischt, die er nicht gesehen hat, eitel aufgeblasen durch seinen fleischlichen Verstand und das Haupt nicht festhält, von dem der ganze Leib durch Gelenke und Bänder ernährt und zusammengehalten wird und wächst durch das Wachstum Gottes. Kolosser 2, 18-19. Hier noch eins: Halte meine Gebote, so wirst du leben, und mein Gesetz ist wie dein Augapfel. Wir sollen die Gebote des Allerhöchsten in unserer Meditation bewahren, denn das, worüber wir in unserem Geist nachdenken, ist das, wie wir werden. Die Gebote wurden auf die Tafel aus Saphirstein geschrieben, der wie ein geschmolzener Spiegel ist, damit wir sehen und das, was wir sehen, in unserem geistigen Auge reflektieren können. Wenn wir jedoch unsere Aufmerksamkeit auf andere Werte und moralische Standpunkte richten, werden diese zum Fokus unseres geistigen Auges und wir beginnen, diese Werte und Normen zu reflektieren. Unser aufmerksamer Fokus bringt unser geistiges Auge in Verbindung mit Wesenheiten, die im spirituellen Bereich existieren. Wesen, Ideen, Emotionen, Bilder, Informationen usw. Wir sollten sehr vorsichtig sein, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten und was wir in unser Blickfeld lassen, denn die Augen sind die Fenster zur Seele. Was oder wen reflektiert ihre Seele durch ihr Fenster? Bei vielen Darbietungen und Veranstaltungen in Stadien oder anderen bedeutenden Orten werden Rituale zur Bewusstseinskontrolle der Zuschauer durchgeführt. Ein Beispiel dafür sehen Sie hier Beyoncés Super Bowl Bühne 2013. In diesem Bildschirmfoto der Bühne unten sehen wir die beiden Gesichter, die sich gegenseitig anstarren. Die beiden Gesichter, die sich gegenseitig anstarren, stellen die Übertragung von Gedanken von einem zum anderen dar, was eine Form des Klonens ist. Tatsächlich plant Ray Kurzweil, ein Computerwissenschaftler, Erfinder und Futurist, seinen verstorbenen Vater durch denselben Prozess der Gedankenübertragung zu klonen, reinkarnieren. Er glaubt, dass die Integration von Mensch und Technik, Transhumanismus, es ihm ermöglichen wird, eine Datenbank mit den Erinnerungen seines Vaters in einen Androidenklon des physischen Körpers seines Vaters hochzuladen und ihn damit im Grunde zu reinkarnieren. Wissenschaftler auf der ganzen Welt versuchen derzeit das gleiche Ziel mit einem internationalen Projekt namens Projekt Avatar 2045 zu erreichen. Dieses Projekt versucht, genau wie der Film, nach dem es benannt ist, das Bewusstsein einer Person von einem Körper in einen anderen zu übertragen, mit dem Endziel, Unsterblichkeit zu erlangen. Das Projekt ist sehr detailliert, aber da es sich auf unseren Fokus auf das dritte Auge von Gab bezieht, ist es wichtig zu verstehen, dass die Übertragung des Bewusstseins von einem Wesen auf ein anderes nicht nur möglich ist, sondern tatsächlich jetzt stattfindet. Hier sind ein paar Hinweise, um sich mit der Idee der Übertragung des Bewusstseins von einem Gefäß auf ein anderes vertraut zu machen, falls Sie noch nicht in dieser Technologiefähigkeit eingeweiht sind. Hier zu Beginn des Trailers zum Film The Host wird davon gesprochen, dass fast alle Menschen besessen sind. Sie haben fast alle Köpfe auf der Akzeptanz des Antichristen als Gott vorbereitet. Fast jeder Mensch wurde erfolgreich besetzt. Unter Doppeldenken versteht man die Fähigkeit, zwei widersprüchliche Überzeugungen gleichzeitig im Kopf zu haben und beide zu akzeptieren. George Orwell.
Interessant ist, dass die Jannes und Jambres die Namen der Zauberer waren, die sich Mose und Aaron mit dem Schlangenstab widersetzte. Sie stehen für das Böse, das sich dem Guten entgegengestellt, so wie das Janus-Symbol auch den Gegensatz Yin-Yang symbolisiert. Der Gott Hapi wird mit dem alten Weib, der Wiedergeburt und dem Wasser in Verbindung gebracht, denn genau wie eine Frau, deren Wasser bricht und ein neues Kind gebärt, steht Hapi der spirituellen Wiedergeburt vor. Diese spirituelle Wiedergeburt findet in Form einer Wasserreinigung oder Taufe statt. Mit diesen Informationen im Hinterkopf, der Verbindung des Gottes Hapi mit dem Projekt Janus und der Verbindung des Projekts Janus mit der Unterhaltungsindustrie, scheint es interessant zu sein, die jüngsten Wassertaufen zu bemerken, die für als ein Gehirnkrankheit und Pharrell Williams Hit Happy Happy durchgeführt wurden. All diese Ereignisse scheinen ein Versuch zu sein, die Menschen durch eine spirituelle Taufe und die Externalisierung der Hierarchie, von der Alice Bailey und Helena Petrovna Blavatsky sprachen, in das Wassermann-Zeitalter einzuführen. Das Projekt Janus spaltet den Verstand und tauft das dritte Auge in Wasser und Feuer, indem es ein oder mehrere neue Wesen in das geistige Auge evoziert. Es gibt eine bewusste Anstrengung, einen doppelten Verstand in Individuen zu erschaffen, um ihren Verstand zu spalten. Die Spaltung des Verstandes, die Idee der Dualität Nummer 11, schafft die Möglichkeit, dass andere Energien in den Verstand gelangen und in Bereiche aufgeteilt werden können. Die Energienbotschaften können auf Befehl hervorgerufen, aktiviert werden, was zu einer Veränderung des Charakters, der Natur der betroffenen Wesen oder Objekts führt. Wenn Sie sich mit Computern auskennen, kann dies mit der Partitionierung einer Festplatte verglichen werden. Aber das Ergebnis ist das, was wir mit geistiger Besessenheit in Verbindung bringen. Die Bibel sagt, dass ein Haus, das mit sich selbst uneins ist, zurückgehen wird, also auf die Aufteilung des Verstandes und die Spaltung der Persönlichkeit, eine Aufteilung des Tempels des Körpers und öffnet ihn für geistige Besessenheit. Geistig besessene Menschen treten dann vor Publikum auf und übertragen denselben Geist, von dem sie besessen sind, auf alle, die Opfer bringen, indem sie den Darbietungen, Musik, Botschaften usw. Aufmerksamkeit schenken. Die verschiedenen Sport- und Unterhaltungsvorführungen, die auf der ganzen Welt veranstaltet werden, dienen dazu, das geistige Auge zu öffnen und es darauf vorzubereiten, anderes Bewusstsein aufzunehmen. Dies wiederum ist die spirituelle Alchemie, die den Geist, das Bewusstsein der Menschen durch das Feuer der luziferischen Erleuchtung von einer Form in eine andere verwandelt. Und plötzlich kam ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind, und es erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen gespaltene Zungen wie von Feuer, und es setzte sich auf einen jeden von ihnen. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen eingab. Apostelgeschichten 2, 2-4. Jay-Z tauft sein Publikum mit den Flammen der feurigen Schlange und verwandelt es wie in einen Phönix. Zitat: Ja, das ist heiliger Krieg. Ich benetze euch alle mit Weihwasser. Sprüh aus dem Heckler-Koch-Automatik. Alle Statik soll aufhören zu existieren. Wie ein Sabbatikal. Ich werfe Paar auf euch, nehmt 6. Jay-Z, Lucifer, das schwarze Album. Eine Verhexung durchzuführen, einen Fluch auszusprechen oder einen schädlichen Zauber zu wirken, ist keine einfache Aufgabe und nur wenige können sie erfolgreich bewältigen. Eine Person, die eine Verhexung, einen Fluch oder einen schädlichen Zauber anwendet, muss über große Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich des Okkulten verfügen. Der Möchtegern, Dunkelokkultist und Schwarzmagier wird sich selbst mehr schaden als nützen. Ohne Kontrolle, Lenkung und Wissen wird der Fluch auf ihn zurückkommen, als würde man eine Waffe auf sich selbst richten. Und er macht, dass alle die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Gebundenen ein Mahlzeichen empfangen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn, in der Offenbarung 13,16 niedergeschrieben.
In der Magie wird das Manifestationsdreieck verwendet, um die Energie des Rituals bei der Durchführung zu verstärken. In der Encyclopedia of Wicca and Witchcraft wird das Dreieck so dargestellt, wie es in Ritualen verwendet wird und das Prinzip der magischen Manifestation erklärt. Dieses Grundprinzip ist in der Zahl 3 verwurzelt. Nach der Metaphysik müssen 3 Komponenten zusammenkommen, um etwas zu manifestieren. Diese sind Zeit, Raum und Energie. Wenn man also einen Raum und eine Zeit auswählt und dann die Energie dorthin lenkt, kommt es zu einer Manifestation. Für den kabbalistischen Magier kann diese Geste zum Schutz vor psychischen Angriffen dienen oder um die Essenz der magischen Kraft des Mondes in einem Talisman zu übertragen. Ein Magier kann auch eine Manifestationsdreieck außerhalb seines Schutzkreises ziehen, um eine andere geistige Wesenheit mit Beschwörungen und Weihrauch physisch zu manifestieren. Die Station des Hierois befindet sich im äußersten Westen des Tempels am tiefsten Punkt des Malkut und in dessen schwarzen Teil, der einen schrecklichen und rächenden Gott an den Grenzen der Materie, an den Grenzen des Quilpot darstellt. Er thront auf der Materie und ist in Dunkelheit gekleidet. Und um seine Füße herum sind Donner und Blitz, die beiden Kräfte, die durch den Aufprall der Pfade von Chin und Quoth, Feuer und Fisch, symbolisiert werden, die in den rostroten bzw. olivfarbenen Vierteln von Malkut enden. Dort ist er also allmächtiger und rächender Hüter der heiligen Mysterien platziert. Seine Symbole und Insignien sind der Thron des Westens an den Grenzen von Malkut, das Gewand der Dunkelheit, das Schwert, das Banner des Westens, das Lamen. Rächer der Götter ist der Name des Hierois und er ist Horus in der Stadt der Blindheit und der Unwissenheit bis zum Hören. Das Dreieck der Manifestation ist auch das Zeichen der Feuergöttin, Tuhum Aesh Nahid aus Crowleys Liberash Fel Helios Ritual. Die Feuergöttin Tuhum Aesh Nahid aus Crowleys Helios Ritual ist neben vielen anderen Epithea auch als Amaterasu, Sonnengöttin, bekannt. Amaterasu, die höchste Stufe der Feuerbefreiung. Es heißt, dass Amaterasu die materielle Welt und das Licht repräsentiert. Das Feuersymbol der Göttin, Göttin der Mittagssonne, Mittag ist der Tag, an dem die Sonne im Zenit oder am höchsten, also am Gab, Punkt am Himmel steht. Die Göttin der Mittagssonne wird während der Sommersonnenwende verehrt, die durch den Schlussstein dieses kalendarischen Bogens markiert wird. Wie der Ex-Satanist Mark Pasio erklärt, ist die Tarotkarte der Lust des Tarot-Decks, die die 11. Karte ist. 11 symbolisiert die gleiche Opposition, Dualität, Projekt Janus, bedeutet ein Symbol für die Hure Babylon und die Einführung des Systems der Bestie. Mark ist der Ansicht, dass die Symbolik dieser Tarotkarte der Lust darauf hindeutet, dass das System der Bestie das Ergebnis der Perversion der weiblichen Dynamik der Fürsorge ist, symbolisch für den Heiligen Geist. Galater 5, 22-23, Weisheit Salomos 1-6. Markus erklärt weiter, dass, wenn die weibliche Dynamik pervertiert und das Gefühl oder der Gedanke der Fürsorge, Liebe, der Heilige Geist zerstört wird und zu Neid und Begierde wird, wofür die Hure Babylon steht, dies die treibende Kraft ist, die die neue Weltordnung manifestiert. Die Anbetung der Frau, Himmelskönigin, Jeremia 7,18 und so weiter und die feministische Bewegungen haben eine völlig narzisstische Gesellschaft mit einem völlig antichristlichen Werte- und Moralsystem geschaffen. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Stolz des Lebens helfen dem industriellen militärischen Komplex, viele Produkte und Ideen an die ganze Welt zu verkaufen. Dies hält uns alle in einer unendlichen Schleife der Rekursion. Das Rattenrennen, Hamsterrad, die Habe ein wenig will, mehr Gruppe. Lust, Neid, Bitterkeit ist der Geist, die Geister, die die Menschheit übernehmen und das weltweite Sklavereisystem einführt, das diesen Planeten seit langer Zeit übernommen hat. Die uralte Weisheit der engelhaften Herrscher der vorsintflutlichen Welt in Bezug auf Technologie, Psychologie, Sozialtechnik und Städtebau wurde von den Illuminaten geerbt. Dieses Wissen über die Steuerung der Bevölkerung durch Magie und Metaphysik wurden von der Antike bis in die heutige Zeit durch die Mysterienschulen und Geheimgesellschaften weitergegeben, die es zu allen Zeiten gab. Die Eingeweihten dieser Mysterien und Geheimnisse sind die freimaurerischen Erbauer des Reiches ihres Gottes Luzifer und seiner Engel.
und sie haben seit vielen, vielen Generationen daran gebaut. Wir haben jetzt fast den letzten Moment erreicht, auf den die Baumeister gewartet haben. Es scheint vernünftig zu sein, zu folgern, dass die Illuminaten sich der Tatsache bewusst sind, dass wenn sie die menschlichen Gedanken von der Weisheit, dem Heiligen Geist des allerhöchsten Gottes trennen und ihren Verstand so verdrehen können, dass sie begehrlich werden, sie den Heiligen Geist Gottes, ich bin, dazu bringen werden, den Thron des menschlichen Tempels des dritten Auges zu verlassen, und der Gott der Illuminaten, Luzifer der Teufel, kann dann über den Verstand der Menschen herrschen. Die Weisheit der Geist Luzifers ist im Gegensatz zum weiblichen, liebenden Wesen des Heiligen Geistes ein Geist der Bitterkeit, des Neids und des Einwilligens. Im Wicca-System des Neuheidentums ist derselbe Geist als Krone bekannt, was symbolisch für die alte Hexe in ihrer letzten Phase, Stunde, steht. Die Bibel bezeichnet die letzte Stunde als die Stunde des herrschenden Schiffs mit dem Tier unter dem Herrschaft der neuen Weltordnung, der 10 Könige und der 10 ursprünglichen Nationen der mittelalterlichen Europäischen Union und die nach der Auflösung des Römischen Reiches mit den 10 Zehen entstanden ist. Die Frau auf dem Wasser im Buch der Offenbarung ist ein Symbol für die Hure Babylon, die über die Menschen herrscht, da das Wasser ein Symbol für die Menschen der Welt ist. In der Offenbarung 17, 1, 15 und so weiter. Außerdem ist die Hure Babylon auch als scharlachrote Frau bekannt. Das Scharlachrot steht für Blut und Sünde, also für Unreinheit. Daher ist die scharlachrote Frau die Hure von Babylon und die unreine Frau, die auf dem Thron des Geistes des Menschen sitzt. Das Volk stellt den Tempel Gottes dar und die unreine Frau, die auf dem Thron der Allerheiligsten sitzt, verunreinigt den ganzen Tempel und verwandelt das süße Wasser in bitteres Wasser. Die Manifestation dieser bitteren Wasser sind bittere Menschen, in denen der Heilige Geist, die Weisheit, nicht wohnen kann. Daher ist die Entwicklung der narzisstischen Epidemie in der Gesellschaft auf der ganzen Welt, ausgehend von Amerika, ein direktes Ergebnis des Engels Wermut der Hure Babylon, der auf dem Thron des menschlichen Verstandes sitzt und die Menschheit dahingehend beeinflusst, satanische Werte aufzunehmen. Das einzige Wort, das die satanische Philosophie im Allgemeinen beschreibt, ist Telema. Telema ist auch der Name einer Religion, die vom Aleister Crowley gegründet wurde. Das Wort Telema bedeutet Begehren und Begehren kann mit dem biblischen Begriff für Begehren in Verbindung gebracht werden. Das heißt, du sollst nicht begehren. Diese in der Bibel vorkommenden Wörter sind gleichbedeutend mit dem Namen und der Definition des von Aleister Crowley entwickelten philosophischen Gesetzes, Telema. Der Name Telema leitet sich von dem altgriechischen Substantiv Delema, Wille, ab. Von dem Verb wollen, wünschen, beabsichtigen, Delema kann grob als Wunsch definiert werden. Und nach dieser Definition wird es zum Synonym für das hebräische Shamat und das griechische Pleonektes, die in der Heiligen Bibel zu finden sind. Indem sie zum Beispiel Katy Perry benutzen, um die Ideale von Lust und Telema in den Köpfen der Menschheit zu fördern, führen die Illuminaten Krieg gegen die Köpfe der Menschen, der Kampf um die 4. Welt. Liebe Geliebte, ich ermahne euch als Fremde und Pilger, haltet euch fern von den fleischlichen Lüsten, die gegen die Seelen kämpfen. Petrus 2,11. Katy Perry ist zum Avatar einer Göttin geworden, da sie auch in den Flammen gekleidet ist, während sie auf dem Tier reitet. Schönheit und das Tier Yin Yang. Die Frau auf dem Tier ist ein Symbol für die Hure von Babylon und das Flammenkleid ist ein Symbol für die Feuergöttin Tum Aishit Nait, auch bekannt als Amaterasu. Sie ist die Göttin in der Mittagssonne. Die freimaurerischen Illuminaten wollen eine idealistische Welt nach den Idealen und dem großen Plan Luzifers errichten und gleichzeitig die Menschheit ihres eigenen freien Willens berauben, genau wie der Plan des Mondauges. Durch Täuschung und Illusionstechnik, wie sie in den alten Mysterienschulen gelehrt werden, ist die Elite in der Lage, den Verstand der Menschheit zu kontrollieren und sie alle als Batterien zu benutzen, um das große Werk der Freimaurer zu betreiben. Ein Glasfenster, das mit dem Fabian Society in Verbindung gebracht wird, bestätigt die Verbindung zwischen den Idealen der Eye of the Moon Plan und tatsächlicher Agenda der Fabian Society, die Erde näher an den Herzenswünschen umzugestalten. Der Eye of the Moon Plan ist auch derselbe Plan, eine neue Weltordnung zu schaffen, im Gegensatz zur ursprünglichen Ordnung,
die vom Schöpfergott Ich Bin durch seinen Sohn und den Messias errichtet wurde. Indem die unreine Hure Babylon auf dem Thron Gottes gesetzt wird, wird der Verstand der Menschheit verunreinigt und ist leichter zu kontrollieren. Sie können dann so beeinflusst werden, dass sie die neue Weltordnung, die Manifestation des Reiches Satans auf Erden, mit aufbauen. Indem sie das Feuer, Licht, Weisheit, die Sonne, Mondgöttin, der jungfräulichen Tochter Babylons, Jungfrau Maria über das Wasser die Menschen reflektieren, sind die Illuminaten in der Lage, einen Zauber der Illusion auszustrahlen. Den amerikanischen Traum des Exzesses und der Begierde und so jeden unter dem Bann oder dem Schirm des Pyramidenlichts zu kontrollieren. Man beachte die katholischen Priester, die mit brennenden Kerzen das Philosophuszeichen vollziehen unter dem wachsamen Blick der in Rot gehüllten Maria. Sie symbolisiert die sakrale Hure von Babylon und die Sonnengöttin Amaterasu. Die Ikone wird unsere liebe Frau des Zeichens genannt und wir wissen heute, dass das Zeichen der Frau das Dreieckzeichen des Feuers ist. Feuer reinigt Gegenstände und verwandelt unedle Metalle in Gold. Jay-Z und viele andere Personen in der Sport- und Unterhaltungsindustrie, die in bestimmten okkulte Geheimnisse eingeweiht sind, nutzen ihren Einfluss, um eine Art spirituelle Alchemie in denen durchzuführen, deren Aufmerksamkeit sie auf sich ziehen. Auf diese Weise werden sie selbst zu Alchemisten. So wie der Alchemist unedle Metalle in Gold verwandelt, verwandeln der Prominente symbolisch den Geist seiner schwachen Fans, Anhänger in Gold. Durch die Feuertaufe, das Zeichen des Philosophen J.C. Diamond, bringen die Alchemisten neue Werte und Botschaften in die Köpfe der Menschen ein. Die Trends verbreiten sich wie ein Lauffeuer, denn die Hip-Hop-Musik, die dahinter steht, ist eigentlich eine eigene Religion. Kanye West, Hip-Hop ist Religion. Hip-Hop als New Age-Religion. Bun B von der UHK unterrichtet an der Rice University einen Kurs über Hip-Hop und Religion. Eine satanistische Kultur zur Intellektualisierung und dem Hustle zu korrumpieren ist absolut lächerlich. Die Studenten studieren Hip-Hop in einem religiösen Kontext, der zumindest ungewollt die von Kanye West, KRS-One und zahlreichen anderen Hip-Hopern, Künstlern erwähnt, Hip-Hop-Religion fördert. Da die Israeliten durch Musik leicht zu bewegen sind, wird Hip-Hop strategisch eingesetzt, um den Wert Satans in den israelitischen Gemeinden auf der ganzen Welt zu fördern. Diese neuen Werte und Informationen erhellen ihren Geist mit dem Licht Luzifers, Golden Boy, und aus der Asche der philosophischen Feuers erhebt sich die neue Kreatur. Die Entertainer mit dieser Fähigkeit, den stärksten Einfluss auf die Massen zu gewinnen, können als Midas Touch bezeichnet werden. Da sie in der Lage sind, die Köpfe der Menschen zu berühren und sie in Gold, den Goldjungen zu verwandeln, werden sie für ihre Dienste mit Reichtum belohnt. Dies ist bekannt als verkaufen sie ihre Seele, Talent, an den Teufel. Das Philosophuszeichen Rockefeller Diamant ist auch ein Hinweis auf den hinduistischen, buddhistischen Varya. Der Varya ist ein Diamant oder Donnerkeil, der für überwältigende Macht steht. Die Varya stellt auch die Waffe des Gottes Indra dar. Der Varya scheint als Waffe gegen das geistige Auge, dritte Auge, in Form von Elektroschocks auf das Gehirn, eine Überladung mit Energie, eingesetzt zu werden. Eine Überladung des Gehirns mit Elektrizität kann das Trauma erzeugen,
das notwendig ist, um den Geist zu spalten und ihn für Besessenheit zu öffnen, MK Ultra. Der Varia-Diamant und die Elektroschocktherapie scheinen miteinander verbunden zu sein, da der Varia einen Blitz, Elektrizität sowie die geflügelte Sonnenscheibe darstellt, die die Zirbeldrüse, das dritte Auge, den Verstandsthron repräsentiert. Und er sprach zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Lukas 10,18. Es ist sehr interessant festzustellen, dass Elektroschocks sogar als Hobby gefördert werden. Ein teures Hobby noch dazu. The Tough Mudder Hindernislauf kostet etwa $200 pro Teilnehmer und die Leute zahlen viel Geld, um geschockt zu werden. Viele Leute haben $200 bezahlt, um geschockt zu werden, und der Hindernisparcours erfordert nur 3 bis 4 Personen, um ihn aufzubauen. Bei dieser Veranstaltung gibt es einen Hindernisparcours mit elektrischen Drähten, die an bestimmten Stellen hängen. Diese elektrischen Drähte stehen unter Strom und versetzen den Teilnehmern auf ihren Weg durch den Hindernisparcours einen bemerkenswerten Stromschlag. Noch interessanter ist, dass die Teilnehmer durch Wasser laufen und manchmal mit Wasser bespritzt werden, wenn sie durch die elektrischen Drähte laufen. Wasser ist ein hervorragender Leiter für Elektrizität und unterstützt die Schocktherapie, die an den Teilnehmern durchgeführt wird. Könnte dies negative Auswirkungen auf den Körper und die Psyche der Teilnehmer haben? Höchstwahrscheinlich hat es eine erhebliche Auswirkung auf die Teilnehmer, vor allem mit dem Wissen, dass wir über die verschiedenen Auswirkungen haben, die ELF, elektrische Niedrigwellenfrequenzen, auf den menschlichen Geist und das Verhalten haben können. Manchmal können die kleinsten Einflüsse die größten Auswirkungen haben, wie der Schmetterlingseffekt im Film. Dies scheint den MK-Ultra-Schmetterling und die Idee der Gedankenkontrolle zu reflektieren. Auf jeden Fall ist die Mehrheit der Teilnehmer wahrscheinlich nicht an den Folgen interessiert und die wird durch die Bereitstellung von Bier durch ihren Sponsor und andere beteiligten Biersponsoren bei Laune gehalten. Offenbar sind die Menschen für alles offen, solange alles cool ist, lustig und unterhaltsam. Da ihr drittes Auge geschlossen oder offen für satanische Einflüsse ist, lassen sich die Massen leicht führen, wie Schafe zur Schlachtbank. Am Ende des Films sieht man ein Mädchen, das an einer Stange durch einen Ring aus Feuer hinunterrutscht. Sie sagt dann, dass sie nach diesem Ereignis ein neuer Mensch geworden ist. Dies bestätigt die Feuertaufe, die Jay-Z mit seinem diamantenen Handzeichen an sein Publikum vollzieht. Jay-Z's Handsymbol ist auch als Philosophes bekannt. Das alchemistische Symbol des Feuers und des Tough Mudder Logo zeigt einen brennenden Mann. Feuer und Elektrizität sind mit dem Varia und dem Dreieck Diamanten verbunden. Wenn der Freimaurer lernt, dass der Schlüssel zum Krieger auf dem Block die richtige Anwendung des Dynamos, der lebendigen Kraft ist, hat er das Geheimnis seines Handwerks gelernt. Die brodelnden Energien Luzifers liegen in seinen Händen, und bevor er vorwärts und aufwärts schreiten kann, muss er seine Fähigkeit beweisen, die Energie richtig anzuwenden. Der verlorene Schlüssel der Freimaurer. Manly P. Hall. Indem er die Massen ständige Botschaften aussetzt, die den biblischen Geboten zuwiderlaufen, wird Satan zum Herrscher über die Menschen der Zirbeldrüse und lenkt den Tempel der Erde, während er als kleiner Mann des Auges auf seinem Thron an herausragenden Stellen sitzt. Als Gott den Menschen schuf, pflanzte er ihm Gefühle und Neigungen ein, aber gleichzeitig setzte er den Verstand als heiligen Statthalter über alle Sinne auf den Thron. Makkabäer 2, 21-22. Psyche ist das Wort für Seele und Schmetterling, was auf dem Glauben zurückgeht, dass die Menschenseele auf der Suche nach einer neuen Reinkarnation zum Schmetterling wird. Der Schmetterling.
Bei den Antiken ein Sinnbild der Seele und der unbewussten Anziehung zum Licht. Die Läuterung der Seele durch das Feuer, die in den romanischen Kunst durch die brennenden Glut dargestellt wird, die der Engel in den Mund des Propheten legt, wird auf einer kleinen Mateiurne durch ein Bild der Liebe dargestellt, das einen Schmetterling in der Nähe der Flamme hält. Der Todesengel wurde von den Gnostikern als geflügelter Fuß dargestellt, der einen Schmetterling zerdrückt, woraus sich ableiten lässt, dass der Schmetterling eher mit dem Leben als mit der Seele im Sinne des Geistes oder der Transzendenzseins gleichgesetzt wurde. Dies erklärt auch, warum die Psychoanalyse den Schmetterling als Symbol der Wiedergeburt betrachtet. In China hat er die Nebenbedeutung von Freude und Eheglück. Die Eule kann im Dunkeln sehen und ihren Kopf so drehen, dass sie ein Sichtfeld von fast 360 Grad hat. Dies ist ein Symbol für den Besitz okkulter Weisheit in einer dunklen und unwissenden Welt. Das 360 Grad Sichtfeld kann auch symbolisch für das Wissen um die 36 Dekane des Himmelskreises und die 36 Kosmokraten Herrscher der Finsternis sein, die dem Tierkreis unterworfen sind. Sie wollen, dass der Tod über den Thron des Geistes, dritte Auge, Zirbeldrüse oder auch Gab genannt herrscht. Wenn der Tod über den Verstand der Männer und Frauen herrscht, kann Satan, der Engel des Todes, der Zerstörer, sein Reich auf der Erde manifestieren. Da wir uns am Ende des Zeitalters und am Vorabend der Wiederkunft Christi befinden, ist die Welt so, wie sie in den Tagen Noahs war. Unter dem saphirfarbenen Firmament des Himmels ist die Erde mit purpurroten Sünde bedeckt. Nun werden wir uns verschiedene Bilder ansehen, die mit dem Gab in Verbindung stehen. Standardmäßig sind diese Orte alle Orte der Anbetung. Der Gabhügel ahmt das menschliche Auge nach und bringt Bilder in den Fokus des Geistes. Das Zirkularium wird verwendet, um die Ferne und die unendliche Energie des Universums in einem endlichen Raum zu bündeln. Es ahmt das menschliche Auge nach, das unendliche Licht Informationen in den Fokus des Geistes bringt. Unterschiedliche Informationen, Licht kann die eigene Wahrnehmung verändern. Holographische Projektionskuppeln sind ein gutes Beispiel dafür, wie der Hügel oder kuppelförmige Gab, wie das menschliche Auge funktionieren kann. Entfernte und imaginäre Objekte können durch das Sehen, Bild des Auges im Geist manifestiert werden. In San Francisco gibt es eine holographische Videokuppel, die dem nach oben blickenden Publikum lebendige Bilder zeigt. Diese holographische Show wird von einer Linse in der Mitte der Kuppel auf das Dach des Einkaufszentrums projiziert. Wenn man vom unteren Stockwerk aus nach oben blickt, scheint es, als würde man ein rekursives Portal mit einem Auge in der Mitte blicken. Dieses holographische Auge, das verschiedene Bilder projiziert, die Ideen, Botschaften in das geistige Auge des Betrachters projiziert, ähnelt sehr dem Auge des großen roten Drachens, der die ganze Welt täuscht. Das Publikum schaut buchstäblich in das Auge der Täuschung und richtet sein geistiges Auge, dritte Auge, auf den Geist der Schlange aus. Der Entertainer auf der Bühne wird durch den Scheinwerfer angestrahlt, der ihm das Licht und den Brennpunkt des Auges, Stadion der Bühne definiert. Wenn das Licht, der Entertainer des Auges, dunkel ist, wie groß ist dann die Dunkelheit, die durch die inspirierenden Augen, die die Sitze des Stadiums, Tempels füllen, in die menschlichen Körper eindringt. Viele prominente Entertainer sind oft mit dunklen Kräften, das heißt Kundalini, verbunden, ob wissentlich oder unwissentlich, und ihr Ruhm hypnotisiert den Verstand der Massen, was es für ihren Verstand einfacher macht, beeinflusst zu werden, um das Wertesystem der Bestie anzunehmen.
Von Menschenhand geschaffene Gabin, bedeutende Orte, die von Menschenhand erbaut wurden, werden benutzt, um die gebündelte Energie des Zerstörers Satan zu kanalisieren. Das Hauptquartier des Cairn für das Sternentor ist das Paradebeispiel für einen von Menschenhand errichtetes Gabin, heiliger Hügel, der dem oben genannten Zweck dient. Beachten Sie die Form des Gabim, die das Hauptquartier des Cairn als einen bedeutenden Ort kennzeichnet. Wie das dritte Auge, die Zirbeldrüse des Gehirns, ist auch sie ein Portal zu anderen Bereichen. Gabin kann in verschiedenen hügelartigen Formen gebaut werden, die auch als Kuppel bezeichnet werden können. Viele Stadien und Arenen haben die Form von Kuppeln. Ihre Form und Funktion machen sie zu einem Synonym für bedeutende Orte des Gabim. Der Gab-Hügel wird auch in vielen Sport- und Unterhaltungsarenen bei rituellen Darbietungen abgebildet. Bei diesen Darbietungen wird der Hügel verwendet, um das dritte Auge Satans darzustellen, das auf das dritte Auge des Stadions und aller Zuschauer ausgerichtet ist und dieses erleuchtet. Alle, die ihre Aufmerksamkeit auf diese rituellen Darbietungen richten, empfangen das Licht Luzifer in ihrem geistigen Auge. Die Kuppel des Stadions symbolisiert die Kuppel, den Kopf der Gottheit des Tempels, und die Zirbeldrüse befindet sich im Zentrum des Geistes, dem geistigen Auge. Der Feuer-Gewitterblitz des Philosophuszeichens Varia und die elektrische Darbietung des Unterhaltungskünstlers entzündet das geistige Auge und lässt es zu einer neuen Kreatur wiedergeboren werden. Dieses neue Wesen wird aus den Ideen und Werten geformt, die während der Aufführung der Show, des Spiels oder des Rituals unterschwellig in den Geist eingepflanzt werden. Der Verstand des Publikums wird durch das Licht und den Einfluss Luzifers erleuchtet. Der Phönix bei der Olympischen Zeremonie in London war ein Symbol für die neue Mentalität und das neue Leben, das aus der Zerstörung der alten Mentalität hervorgeht. Der Phönix, ebenfalls ein Symbol für Luzifer, kann auch den großen roten Drachen, die gefiederte Schlange darstellen, die auf dem Thron des geistigen Auges sitzt. Das Buntglasfenster in den römischen katholischen Kirchen Holy Family sieht genauso aus wie das Logo der okkulten Organisation Ordo Templi Orientis, OTO. Sie verwendet die Taube in seinem Logo, um den Heiligen Geist zu imitieren. Bei der Taube handelt es sich offensichtlich nicht um den Heiligen Geist Gottes, des Vaters, der auf Christus, den Sohn, herabkam, an dem er Wohlgefallen fand, sondern die Taube des Otto symbolisiert den Geist Luzifers Satans, den Fürsten der Lüfte, der auf die Zirbeldrüse, das dritte Auge des Menschen, herabkommt. Die Rituale und Aufführungen, die in den Stadien auf der ganzen Welt abgehalten werden, tragen dazu bei, diesen luziferischen Einfluss auf die Menschen zu fördern. Das Auge ist das Fenster oder Tor zur Seele. Bei Veranstaltungen in den Stadien werden Rituale durchgeführt, um die Energie der Menschen zu sammeln und so Portale für böse Mächte zu öffnen. Das Hauptziel besteht darin, Energie zu sammeln, um Osiris, Nimrod, Abaddon, Satan wiederzuerwecken. Jambudvipa, die Erde, wie sie in den Kosmologien des Hinduismus, Buddhismus usw. dargestellt wird, sieht aus der Vogelperspektive wie ein kreisförmiges Stadion aus, das ein quadratisches, abgemessenes Feld umschließt. Die architektonischen Prinzipien, die beim Bau von Stadien angewandt werden, ähneln den alten indischen Vastu-Shatra-Konstruktionstechniken, die bei der Gestaltung hinduistischer Tempel angewandt werden, und die Ähnlichkeit im Aussehen des Stadions mit der visuellen Darstellung von Jambudvipa ermöglicht es uns, die Funktion moderner Stadien zu beobachten, in denen verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Die gegnerischen Mannschaften und ihre jeweiligen Fans liefern die Energie, die benötigt wird, um einem Gott-Geist in einem dämonähnlichen Prozess geopfert zu werden. Wie eine Turbine erzeugen die gegensätzlichen Kräfte, die durch die Mannschaften symbolisiert werden, die gegeneinander antreten, um ihre Autorität und ihren Einfluss durchzusetzen, die Reibung und die Energie, die in bestimmten Bereiche des Himmels geleitet wird. Die gerichtete Energie wird durch das Licht symbolisiert, das aus dem Auge des Stadions austritt, bzw. in dieses eintritt. Die Augenform des Stadions ist eine Darstellung des Gab, des herausragenden Ortes im Tempel des Körpers, dem Auge des Geistes, der Zirbeldrüse. Jeder, der sich in der Kuppel befindet, empfängt das gebündelte Licht Luzifers, das Auge des Drachen. Ihr Auge, das dritte Auge, ist dann mit dem dritten Auge, Gab, des Drachens, dem bösen Auge, verbunden.
was der Schlange erlaubt, die Massen durch Einfluss und Suggestion zu kontrollieren. Diese Menge wird zu Klonen des Bienenstocks-Verstandes. In der vedischen Vorstellung von Kosmos ist dieser Steinbock-Krebsachse als Berg Meru bekannt, die Säule, die den Himmel und die Erde stützt und miteinander verbindet. Sie ist die zentrale Achse in der vedischen Tempelarchitektur und entspricht dem Sonnenstrahl im Design des Tempels der Mutter, der durch den Schaft in den Globus und in den Sockel fällt. Er kanalisiert die Energie des hinduistischen Berges Meru in den Veranstaltungsbereich. Die Erde ist in der Hand des Bösen gegeben, er bedeckt die Gesichter ihrer Richter, wenn nicht, wo und wer ist er? Hiob 9,24. Wehe denen, die ihren Ratschluss von den Herren zu verbergen suchen und ihre Werke liegen im Dunkel und sie sagen, wer sieht uns und wer kennt uns? Jesaja 29,15. Wie ihr jetzt erfahren habt, hat das Ankh-Symbol, was auch dem Varia gleich ist, und der Tempel, dein Körper, eine Verbindung. Wir sollten uns erinnern, wer wir sind und unsere Augen öffnen, vom Schleier befreien. Danke fürs Zuschauen und lasse gerne einen Kommentar da. Dein Dataria Channel.